Wir schauen heute Cappuccino Assassino, den Film, und das Ende von Ballerina Cappuccina. In diesem Video sehen wir, wie der kleine Cappuccino Assassino groß wird und zur Schule geht. Wir schauen, wie Cappuccino Assassino sich in Ballerina Cappuccina verliebt und die zwei sich zum ersten Mal küssen. Sie heiraten, bekommen ein Kind und gründen eine Familie. Aber es gibt auch eine traurige Wendung. Ballerina Cappuccina verliebt sich in Tung 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 Sahur. Aber das ist zu viel für Cappuccino Assassino. Er will sich an Tung 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 Sahur rächen. Diese ganze Geschichte sehen wir heute 40 Minuten lang in dem neuen Cappuccino Assassino Film. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende und lasst ein Like da. Hörst du das? Es klingelt an der Tür. Wir müssen unbedingt die Tür öffnen und schauen, wer das ist. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und die Tür öffnen. Wir machen jetzt zusammen mit euch die Tür auf. Hört mal zu. Ich muss mich an Tung 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 Sahur rächen. Wegen ihm hat Ballerina Cappuccina mich verlassen. Er hat sie mit seinen Lügen verführt, mit diesem ekelhaften Lächeln. Aus diesem Grund schaut euch unbedingt den Film von mir an, damit ihr auch versteht, warum ich das alles hier mache. Habt ihr verstanden? Du hast Cappuccino Assassino gehört. Wir müssen jetzt zusammen mit euch den Film schauen. Kommt mit. Ich bin schon so gespannt, wie sich Cappuccino Assassino an Tung 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 Sahur rächt. Aus diesem Grund starten wir den Film jetzt! Es klingelt an der Tür. Was ist, wenn es Brr Brr Patapim ist? Wir dürfen auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Ihr habt es gesehen. Brr Brr Patapim hat gerade die ganze Stadt zerstört und jetzt klingelt es auf einmal bei uns an der Haustür. Was ist, wenn er bei uns das ganze Haus zerstört? Ich weiß es nicht. Wir dürfen auf gar keinen Fall mit euch öffnen, aber ihr hört, der klingelt die ganze Zeit. Aber wir müssen doch irgendwann öffnen, sonst geht der ja nie. Wisst ihr was, Leute? Wir öffnen die Tür. Wenn ihr uns jetzt abonniert, alle Zuschauer, die jetzt neu sind, abonniert jetzt unseren Kanal, dann öffnen wir die Tür. Ein Abo ist auf YouTube komplett kostenlos. Okay, aber wenn wir sie öffnen und da ist Brr Brr Patapim, dann dürft ihr auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Ich sag dir was, ich habe echt Angst, wenn er wirklich da vor unserer Türe steht. Ihr hört es doch, es klingelt die ganze Zeit. Der macht Klingelterror. Er geht nicht weg, wir müssen die Türe öffnen. Okay, wir gehen jetzt mit euch an die Tür. Ich hoffe nicht, dass es Brr Brr Patapim ist. Wir müssen vorsichtig sein. Ihr seht es, irgendjemand steht vor unserer Tür, aber wir öffnen sie mit euch auf 3, oder? Oh ja, wenn du dir sicher bist. Dann öffnen wir sie in 3, 2, 1. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina Cappuccina. Habt ihr das gesehen? Da war gerade Ballerina Cappuccina. Und die ist dann einfach verschwunden. Sie stand hier vor unserer Haustür, hat getanzt, als würde sie uns irgendwas sagen Was wollen. wollte sie von uns und warum war sie vor unserer Türe? Okay, lasst uns noch mal alles kurz überdenken. Warum steht sie vor der Haustür? Warum klingelt sie in erster Linie? Ich weiß es, glaube ich. Sie wollte uns warnen vor Brr Brr Patapim, weil er alles zerstört. Und jetzt sind wir aber hier. Unsere Drohne ist da und Ballerina ist weg. Hä? Und wo ist der Baum? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen unbedingt wieder zurück. Wir müssen mit der Drohne weiterfliegen. Dann auf geht's. Wir müssen jetzt unbedingt weiterfliegen, denn Brr Brr Patapim hat gerade die ganze Stadt zerstört. Und wir wissen nicht, was er sonst noch vorhat. Deshalb müssen wir ihn unbedingt mit der Drohne finden. Brr Brr Patapim kann ja nicht weit weg sein. Ich bin so dankbar, dass Ballerina Cappuccina uns gerade gewarnt hat. Ja, und Tung 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 Sahur war ja auch da. Wo ist der eigentlich hin? Wo ist Tung 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 Sahur hin? Der ist ganz verschwunden. Wow, da ist Bombardino Krokodilo. Pass auf, geht nicht so nah ran. Der sprengt das ganze Gebäude in die Luft. Der zerstört auch alles. Der stürzt Pass ab. auf. Habt ihr es gesehen? Bombardino Krokodilo ist gerade abgestürzt. Der ist einfach runtergegangen und peng, alles weg. Ey, wir müssten hier sofort abhauen. Jetzt ist sogar noch Bombardino Krokodilo hier und Brr Brr Patapim und Tung 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 Sahur. Wer kommt denn noch alles? Oder was haben die denn vor mit dieser ganzen Stadt? Wollen sie komplett zerstören? Vielleicht haben die drei alle was gegen Ballerina Cappuccina. Wenn Ballerina Cappuccina ist das einzigste Mädchen. Ja, und die ist die netteste. Sie hat getanzt, macht nichts kaputt. Die anderen zerstören einfach nur. Vielleicht ist sie ausgestoßen worden von den drei. Oder wird gejagt von den drei. Boah, ich kann es mir gar nicht ausdenken, was passiert noch in diesem Video. Leute, aus diesem Grund schaltet auf gar keinen Fall ab und schaut es bis zum Schluss. Und lasst ein Like da. Jetzt müssen wir aber unbedingt mit der Drohne Ballerina Cappuccina finden. Schaut mal, seht ihr diesen runden Kreis als Gebäude? Sieht irgendwie komisch aus. Was ist, wenn das Hauptquartier von Brr Brr Patapim und Tung Tung Sahur ist? Das kann natürlich sein und du siehst, wie viel Grün auch drumherum ist, wie der Baum. Und es sind überall Bäume herum. Das muss das Hauptquartier von Brr Brr Patapim sein. Dann suchen wir das jetzt ganz genau mit der Drohne ab. Ich sehe aber nichts. Guck mal, da sind noch gar keine Fenster. Das sind irgendwelche weißen Platten vor den Fenstern. Auf dem Dach ist auch niemand. Und das sind zwei Busse. Sollen wir mal in die Straße reinfliegen? Ja, und die Busse sind noch ganz. Das heißt, da war noch keiner. Stimmt, da ist echt niemand. Leute, das ist vielleicht unsere Chance. Vielleicht können wir Ballerina Cappuccina retten. Vielleicht versteckt es sich da irgendwo.
schaut sich an, er kommt zu uns. Oh mein Gott, pass auf! Er schaut direkt in die Drohne. Er will die Drohne haben! Ich muss sofort wegfliegen, Leute, wir müssen abhauen, lass uns schnell davonfliegen. Hast du gesehen, er wollte mit den Händen die Drohne greifen oder mit seinen Baumastdingern? Ich konnte gerade so abhauen vor Brr Brr Patapim. Aber wo ist Ballerina Cappuccina? Die versteckt sich doch bestimmt. Wir wissen jetzt eins, dass Tung 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 Sahur und Brr Brr Patapim ein Team sind und gegen Ballerina Cappuccina kämpfen. Und Bombardino Crocodilo. Der ist abgestürzt. Der ist abgestürzt, der dürfte eigentlich nicht mehr auftauchen. Schaut mal, da unten haben wir jetzt erstes Mal Ballerina Cappuccino gesehen. Wo ist sie jetzt aber hin? Sie war kurz bei uns zu Hause, jetzt ist sie aber verschwunden. Vielleicht ist sie ja da irgendwo in der Nähe. Oh, guckt mal da hinten. Was ist das denn? Seht ihr, das ist irgendwas Krasses. Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht gefährlich aus. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Energieumspannwerk. Oh mein Gott, du meinst, da ist richtig Strom drauf. Da ist richtig viel Strom drauf. Wir dürfen nicht zu nachfliegen, sonst... Pass auf, da ist jemand! Da ist Tralalero, Tralala. Und schaut ihn euch an, er braucht Wasser. Trallallero, Er kann trallala. nicht mehr laufen. Er hat uns Trallallero, die trallala. Stromleitung berührt. Was machen wir denn jetzt? Der kriecht da einfach nur rum. Wir müssen ihm mit Eimer Wasser holen. Ihr habt gesehen, wie schlecht es Trallallero Tralala geht. Aus diesem Grund werden wir jetzt diesen ganzen Eimer mit Wasser füllen und dann über Tralalero Tralala kippen. Weil ihr habt gesehen, er braucht unbedingt Wasser. Denn Tralalero Tralala ist ein Haifisch und Haie leben normalerweise im Wasser. Und er war an Land, deshalb müssen wir uns jetzt beeilen mit dem Wasser. Wer weiß, was noch passiert, wenn wir zu spät sind. Eben Wasser rein. Schaut mal, unser Hund braucht auch Wasser. Wie Trallallero Tralala, deshalb werden wir jetzt diesen Eimer mit Wasser füllen. Okay, wir machen ihn jetzt ganz voll bis zum Rand oben. Ja, frisches Wasser für ihn. Er braucht es unbedingt. Hörst du das? Leute, hört ihr das? Was? Das ist unsere Drohne. Unsere Drohne meldet, dass wir wieder zurück müssen. Irgendwas ist da falsch. Wir müssen hinter. Wir müssen sofort weiterfliegen. Unsere Drohne meldet eine Gefahr. Und wir wissen nicht, wo die Gefahr herkommt. Sie mussten leider unsere Rettungsmission von Tralalero Tralala abbrechen. Eben, weil es geht hier um Ballerina Cappuccina, die unsere Hilfe braucht. Aber wir werden den Tralalero Tralala nicht vergessen. Nach dem Video bringen wir ihm das Wasser. Wir wissen ja, wo er ist. Schau mal, hier unten ist eine riesengroße leere Fläche. Oh mein Gott, du hast recht. Da stand mal was. Ich glaube, da wurde was zerstört. Da unten hinten ist ein riesenlanger Weg. Oh mein Gott, den fliegen wir jetzt sofort mit der Drohne Da ab. kommt jemand entgegengerannt. Leute, Da ist jemand. Oh mein Gott, Brr Brr Patapim. Patapim. Tung Tung Sahur. Die verfolgen Ballerina Cappuccina. Oh mein Gott, sie ist wirklich in Gefahr. Sie verfolgen sie. Oh mein Gott, rennt Ballerina Cappuccina, rennt. Die arme Ballerina. Wo sind die hin? Die sind zu schnell. Habt ihr es gesehen? Ballerina Cappuccina ist gerade um ihr Leben gerannt. Und jetzt wissen wir nicht, was passiert ist mit Ballerina Cappuccina. Wir wissen jetzt aber, dass Tung 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 Sahur und Ballerina Cappuccina sich hassen. Oh mein Gott, aber warum hassen die sich? Warum verfolgen sie sie? Brr Brr Patapim und Tung 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 Sahur sind ein Team und verfolgen Ballerina Cappuccina. Und die beiden zerstören doch immer alles. Haben wir doch hier schon live gesehen. das bedeutet im Umkehrschluss, dass die zwei Ballerina Cappuccina auch zerstören wollen. Aber warum denn? Die sieht doch so gut aus. Und sie tanzt so gut. Vielleicht sind sie deswegen eifersüchtig. Tung 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 Sahur und Brr Brr Patapim können einfach nicht tanzen. Oder die sind immer böse und sie ist immer nett und freundlich und das mögen sie nicht. Okay, wir haben jetzt genug philosophiert. Wir müssen jetzt unbedingt weiterfliegen. Wir müssen Ballerina Cappuccina retten. Wir müssen ihr helfen unbedingt, deshalb suchen wir sie sofort. Schaut euch mal das Gelände an. Das Gelände ist viel zu groß. Hier oben ist eine riesengroße Dachterrasse und da drin ist noch eine Schlucht. Aber da ist überhaupt keiner. Wir müssen uns unbedingt beeilen. Ich kann mich nicht schneller beeilen. Ich kann nur so schnell fliegen, wie die Drohne hergibt. Oh mein Gott, schau mal, was da hinten ist. Soll ich da mal hinfliegen? Ja. Okay, ich fliege dahin, Leute. Seht Siehst ihr du das? Da ist eine Küche. Ja, da ist irgendwas Gelbes, Weißes. Das könnte Tung 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 Sahur sein, Leute, oder? im Gebäude oder sein Baseballschläger. Aber da ist nichts, Mann. Vielleicht in dem anderen Gebäude. Schaut euch mal das Gebäude dahinter an. Grau ist es. Oh mein Gott, alle anderen sind hell, nur das ist dunkel. Da ist was sicher. Okay, Leute, wir müssen da jetzt irgendwie versuchen, in das Gebäude reinzukommen. Aus diesem Grund abonniert nochmal unseren Kanal und abonniert noch einfach ein zweites Mal. Und es ist komplett kostenlos auf YouTube. Cayman und Flexi abonnieren. Jetzt Abo geben, Abo dalassen. Pass auf, wo du hinfliegst. Oh mein Gott, du hast recht, Leute. Pass auf! Da oben ist Glas, wir können da reingucken. Oh mein Gott, wir sind jetzt auf dem Dach bei diesem komischen Gebäude. Und ihr seht da eine riesengroße Fensterfläche. Ich versuche mal, ob wir da reingucken können. Natürlich können wir da reinschauen. Ihr seht unsere Drohne an. Ihr seht es, unsere Drohne im Spiegel. Da hängen irgendwelche Bilder. Ja, aber Tung 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 Sahur oder Tralalero Tralala oder Brr Brr Pataping ist da nicht. Wir kommen da auch nicht rein. Das Gebäude ist komplett verschlossen. Dann sind die auch nicht reingekommen. Da hinten ist eine Dachterrasse. Da ist vielleicht jemand. Leute, wir fliegen zu dieser Dachterrasse und die Tür ist offen. Da kommen wir vielleicht rein. Vielleicht versteckt sich ja da Ballerina Cappuccina. Oh mein Gott, wenn sich da Ballerina Cappuccina versteckt, dann werden Pass auf! Tung 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 Sahur. Oh mein Gott, wer ist das denn?
vom Vater von Brr Brr Patapim. Hast du gesehen, wie groß der Baum war? Habt ihr es gesehen? Brr Brr Patapim hat Tung 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 Sahur nach oben gelupft zu seinem Vater und hat ihn geopfert. Ja, und dieser Baum war größer als das Gebäude. Da stand dieser riesengroße Stimmt, genau da stand er. Zum Glück sind wir nicht so nah rangeflogen. Wer war das und was war das, Leute? War das vielleicht der Vater von Brr Brr Patapim? Es muss der Vater sein. Du hast gesehen, er sah aus wie ein Baum mit Mensch verbunden. Das bedeutet aber, in diesem Gebäude befinden sich Leute und ihr seht, hier oben ist der Dachfenster und es ist offen. Und das Gute ist, wir sind auf der richtigen Spur. Ich kann da vielleicht mit der Drohne reinfliegen. Okay, wir können aber reinschauen. Ihr seht, es ist viel grün, wie Brr Brr Pataping. Die Leute haben da leider ein Netz gespannt. Das ist ein Drohnenabwehrnetz, damit wir nicht mit der Drohne reinfliegen. Dann wollen die was verbergen. Wir sind richtig. Wir können aber auf jeden Fall reingucken. Ihr seht das Netz, da ist ein Gitter unter dem Fenster. Das ist gut, wir sind auf jeden Fall eine heiße Spur, Leute. Okay, hier geht's weiter, Leute. Ich schau noch mal rein. Hey, was ist da drin? Das sind alle, da können wir aber nicht rein. Da werden diese Bäume gezüchtet. Da werden all diese Brr Brr Pataping-Leute gezüchtet. Ich würde sagen, wir fliegen mal weiter zu dem nächsten Gebäude. Das ist doppelt so groß wie dieses Gebäude hier. Sagt er nicht, da wird Tung 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 Sahur dann gezüchtet. Ihr seht es doch, wie groß das Gebäude ist. Oh mein Gott, ist das die Zentrale, die wir immer gesucht haben? Das ist die Italian Brainrot Zentrale. Nein, wirklich. Dann kommen alle daher. Alle, auch Cappuccina Ballerina. Assassino, alle, die es gibt. Bombardino, Krokodilo, jede einzelne, Trippi Trappi. Dann schauen wir jetzt mal in alle Fenster rein und schauen mal, was uns dort erwartet. Und ihr bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran des Videos. Ihr könnt es erkennen, manche Vorhänge sind offen, manche Vorhänge sind verschlossen. Ja, weil sie was verbergen wollen. Das bedeutet, alle Zimmer, wo die Vorhänge offen sind, ist jemand abgehauen schon. Ja, natürlich. Wir sehen sie ja, die ganze Stadt wird zerstört von denen. Okay, und es werden immer mehr. Zum Glück haben wir euch, zum Glück schaut ihr dieses Video bis jetzt, schaltet auf gar keinen Fall ab. Und ihr dürft gerne ein Like da lassen. Okay, da fliegen wir mal rüber, da drüben ist irgendwas Grünes. Oh mein Gott, du siehst es, da ist was Grünes. Ihr seht es an der Wand, oder? Oh mein Gott, bitte nicht Brr Brr Pataping. Das ist das nächste Monster. Nein, wirklich. Das heißt Tarzan. Tarzan. Das nächste Monster. Tarzino, Tatazino. Ich weiß es nicht, Trappi Troppi. Trippi Troppi. Okay, wir müssen weiterfliegen. Vielleicht findet ihr irgendwo einen Hinweis. Ich sehe niemanden. Da bewegt sich auch nichts. Pass auf, Ballerina Cappuccina. Da ist sie wirklich. Okay, Ballerina, sie weint Blut. Sie ist traurig, Leute. Bestes Krokodilo. Bombardino attackiert Ballerina Cappuccina. Nein. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Beide sind zerstört. Beide sind vorbei, beide gibt's nicht mehr. Beide sind weg. Habt ihr das gesehen? Ballerina Cappuccino hat Blut geweint. Die Arme tut mir ja richtig leid. Die wird von allen gejagt, von allen. Jetzt ist es aber zu spät, wir haben verkackt. Nein, was Leute, ist denn mit dem Rest jetzt? Ballerina Cappuccina gibt es nicht mehr. Krokodilo Bombardino hat ihn kaputt gemacht. Das glaube ich nicht. Wir werden noch unsere Chance kriegen und sie retten können. Okay, aber wo sollen wir hin, Mann? Leute, ihr seht es, hier ist ein blaues Gebäude mit einer blauen Glasfront. Dann schauen wir, ob sie dort ist. Wenn es sein muss, fliegen wir da rein und trinken einen heißen Kaffee. Aber ich komme da leider nicht rein ohne eure Hilfe, Leute. Wir werden es versuchen, weil ihr habt es gesehen, sie war dort und noch dieser Bombardino Krokodilo. Auf dem Dach ist auch niemand, ihr könnt es erkennen, da ist keine Person, kein Charakter. Niemand ist auf dem Dach. Was sollen wir machen? Wie kommen wir jetzt in das Gebäude? Ich weiß es nicht, aber da ist sie, da ist Cappuccino Ballerina. Ballerina Cappuccina wurde gerade angegriffen vom Bombardino Krokodilo. Genau da und jetzt müssen wir sie retten. Okay, ich versuche nochmal hier. Wo ist sie? Da ist irgendwas Pinkes an der Wand. Stimmt, da steht auch was. Da steht Cinemax. Natürlich, und das bedeutet, rettet mich. Ich bin's, Ballerina Cappuccina. Cinemax auf Italienisch bedeutet rette mich. Ja. Okay, Leute, das Sie hat fliegen wir extra mal an die da rein. Wand geschrien. Ah, das ist Bombardino Krokodilo. Sie mit seinem Mund. Nein. Da war Plane Eater und Bombardino Krokodilo. Und die fangen gerade an zu kämpfen. Wir werden jetzt sofort unsere Drohne starten und Bombardino Krokodilo und Plane Eater verfolgen. Halt, stopp. Lass uns doch versuchen, unsere Drohne in ein Flugzeug zu verwandeln. Wir versuchen jetzt unsere Drohne in ein Flugzeug zu verwandeln. Du musst dich beeilen. In 3, 2, 1. Komisch, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Dann starten wir unsere Drohne eben so. In 3, 2, 1. Da ist Plane Eater, wir haben ihn sofort entdeckt. Und er fliegt über den See. Das
bedeutet, Bombardino Krokodilo muss auch hier irgendwo in der Nähe sein. Und dann kämpfen die, so wie wir es im Intro gesagt haben. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir haben die Drohne eine Sekunde in der Luft und sofort Plane Eater entdeckt. Also wir wissen, dass Plane Eater auf jeden Fall da ist. Jetzt müssen wir noch Bombardino Krokodilo finden. Die zwei sind nämlich Feinde. Sie hassen sich und sie kämpfen heute gegeneinander. Bombardino Krokodilo und der Flugzeugfresser. Und wir sind mittendrin mit unserer Drohne von Cayman und Flexi. Wir müssen aufpassen. Schau mal, auf dem Wasser schwimmen noch irgendwelche Leute mit ihrem Boot. Und die wissen gar nicht, dass es in der Luft im Himmel richtig abgeht. Und da kann es... Da ist er! Bombardino Krokodilo, ihr seht, was macht er? Wir haben ihn so schnell gefunden. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass Plane Eater auch in der Nähe ist. Ihr habt es gesehen. Bombardino Krokodilo hat gerade versucht, Plane Eater zu finden. Oh mein Gott, die jagen sich gegenseitig hier auf dem See in der Luft. Das bedeutet, wir haben Plane Eater alleine gefunden, wir haben Bombardino Krokodilo alleine gefunden, aber die zwei haben sich noch nicht gefunden. Aber die suchen sich und der See ist nicht mega groß. Er ist zwar groß, aber nicht ultra groß. Aber ihr wisst ja, der Himmel ist unendlich, Freunde, und der ist riesengroß und die könnten sich da überall verstecken. Plane Eater und Bombardino Krokodilo. Das ist der erste Kampf, die erste Runde. Schaut uns an, Leute, wir sind live dabei. Ich will auf gar keinen Fall abschalten, gerade spannend. Die Frage ist ja jetzt nur, wer ist stärker? Wer gewinnt diesen Kampf? Plane Eater oder Bombardino Krokodilo? Beides sind Flugzeuge. Der eine hat ein Krokodil als Cockpit im Kopf und der andere hat einen Mund als Cockpit im Kopf. Für mich heißt es eigentlich unentschieden, aber es wird in diesem Video zu 100% einen Gewinner geben. Es ist auch dieses Mal ein fairer Kampf, denn beide sind gleich groß, beide sind aggressiv und beide können essen. Beide haben einen riesen Mund und beide sind auch so gut wie gleich schwer. Da ist ein, oh mein Gott, ich glaube, das ist Plane Eater. Und schau mal, wie er aussieht. Mit seinem riesen Mund und was er macht, Leute. Aber warte, der haut doch ab gerade. Du hast recht. Das sah so aus, als ob er abgehauen wäre, weil hinter ihm Bombardino Krokodilo ist. Das heißt, wir fliegen jetzt kurz weiter. Vielleicht finden wir ja gleich Bombardino Krokodilo in der Nähe. Weil die haben sich nur ganz kurz gegenseitig angekämpft. Da wird noch ein großer Kampf folgen. Das bedeutet aber, Plane Eater hat Angst vor Bombardino Krokodilo. Das kann doch gar nicht sein. Auch Plane Eater ist sehr, sehr gefährlich und stark. Aber Bombardino Krokodilo ist immerhin ein Krokodil. Ihr wisst es ja, ein Krokodil. So ein Duell haben wir noch nie gesehen und ihr bestimmt auch nicht. Ihr dürft nicht abschalten. Schaut das Video bis zum Ende. Es wird richtig spannend. Ich freue mich schon. Ihr wollt doch bestimmt auch wissen, wer gewinnt. Deshalb schaut das Video unbedingt bis zum Ende und lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei Cayman und Flexi da. Das Abonnieren ist komplett kostenlos hier bei uns auf YouTube. Gerne, gerne, gerne. Ich suche jetzt gerade den ganzen See ab, aber ich finde die zwei nicht mehr. Könnt ihr sie erkennen? Ich glaube, wir müssen weiter hoch. Oder hat sich vielleicht Plane Eater irgendwo versteckt? Wir müssen weiter hoch in den Himmel. Wir können ja noch viel weiter fliegen mit unserer Drohne. Ja, wir sehen schon viel mehr. Der See wird immer größer und größer und größer. Und ihr könnt jetzt auch langsam die Berge erkennen. Schaut es euch mal genau an. Ihr könnt hier die Berge sehen. Natürlich, weil der See ringsrum von Bergen eingeschlossen ist. Boah, wie riesig ist dieses Gelände. Wie riesig ist das? Die können sich überall verstecken. Oh mein Gott! Bombardino und Flecken. Sie kämpfen. Das ist die Runde 2. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Sie dürfen nicht abschalten. Schaut euch an. Boah, was passiert da Sie gerade? sind abgehauen. Sie sind beide verschwunden. Was zur Hölle? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Sind die abgestürzt? Nein, das glaube ich nicht. Das hätten wir gesehen, wenn irgendwas in den See reingefallen wäre. Dann hätte das ganze Wasser gespritzt. Dann wäre eine riesige Welle gekommen. Aber da ist nichts. Guck mal, das Wasser ist komplett glatt. Nein, da müssen die irgendwo hingeflogen sein. Weil sie sind ja Flugzeuge, beide. Und Flugzeuge können fliegen. Zum Glück haben wir eine Drohne und unsere Drohne kann auch fliegen. Nur wir dürfen nicht vergessen, unsere Drohne ist viel, viel kleiner als Plane Eater oder Bombardino Krokodilo. Schau es dir an. Da brennt ein Flugzeug. Irgendeiner brennt. Oh mein Gott, Plane Eater ist verletzt. Weißt du? Natürlich, nach dem zweiten Kampf hat er mit Bombardino Krokodilo so gut wie gewonnen. Und ihr habt gesehen, ein Triebwerk von Plane Eater hat angefangen zu brennen. Das bedeutet, Das Krokodil hat ihn gepackt. und gebissen an dem Triebwerk. Da! Oh mein Gott, da ist Plane Eater. Er stürzt ab. Wie fliegt der? Er stürzt ab. Oh mein Gott, der stürzt ab. Der hätte fast unsere Drohne kaputt gemacht. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass der Kampf wirklich Bombardino Krokodilo gewonnen hat. Ich habe jetzt Bombardino Krokodilo nicht gesehen. Ich habe nur Plane Eater gesehen. Ja, und wo ist der hin abgestürzt? Leute, ich sehe aber da unten nichts. Ich sehe auch nichts. Warte mal, Blippi ruft an. Warum ruft denn Blippi jetzt auf einmal an? Geh am besten ran und hör, was er zu sagen hat. Okay. Hallo Blippi. Blippi hier. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Das war absolut unglaublich. Ich war gerade draußen am Herumspringen, so wie ich's gern mache. Und da, boom, am Himmel ist da ein großes, buntes Flugzeug geflogen.
Und wisst ihr, wer drin war? Bombardino Crocodilo. Ja, der Bombardino Crocodilo. Also, er fliegt da oben, macht seine berühmte Doppelschraubenrolle und auf einmal, oh nein, irgendwas ist schiefgelaufen. Das Flugzeug hat geflackert und gezischt und kaboom! Ist es runtergesaust. Direkt hinter den Hügel bei der Wackelbaumwiese. Okay, Blippi, wir haben alles verstanden. Du hast beobachtet, wie Plane Eater abgestürzt ist. Wie verrückt ist das denn? Ich werde da jetzt hingehen, jawohl. Ich, Blippi, werde zur Unfallstelle marschieren. Mit meinen super-duper Untersuchungsaugen, meiner Lupe. Ihr wisst schon, die mit dem Orangensaum. Und meinem Notizbuch. Ich muss rausfinden, was da passiert ist. War es ein technischer Defekt? Oder war es vielleicht der Wind? Warte, du darfst da auf gar keinen Fall hingehen und dir die Unfallstelle angucken. Du darfst da nicht hingehen. Du musst abhauen. Was machst du denn überhaupt dort? Fragen über Fragen. Ich gehe da jetzt hin. Ganz vorsichtig natürlich. Ich pass auf, wo ich hintrete. Denn wer weiß, vielleicht liegen da noch glühende Turboteile rum. Und wenn ich da bin, schaue ich mir alles an. Jeden Flügel, jeden Sitz, jeden Knopf. Ich werde alles notieren und dann baue ich vielleicht ein Modell davon. Oder noch besser, ein Rettungsflieger mit Knautschzonen. Wenn ich was finde, ein Hinweis, ein Schraubenschlüssel oder Bombardinos Cape, dann sage ich euch sofort Bescheid. Blippi hat einfach aufgelegt. Habt ihr das gehört, Leute? Blippi will unbedingt dahin gehen, wo Plane Eater abgestürzt ist. Die Frage ist, können wir ihm glauben? Ist er wirklich dort in der Nähe oder hat er uns ein bisschen angelogen und sitzt einfach nur zu Hause? Wir können es nur herausfinden, indem wir jetzt mit unserer Drohne zu Blippi fliegen. Da ist Blippi und er ist wirklich dort und ich glaube, der hat einen Koffer dabei. In dem Koffer muss sein Werkzeug sein. Er will unbedingt den Plane Eater untersuchen, welcher gerade abgestürzt ist. Sag mir doch nicht wirklich, dass Blippi dort ist, um Plane Eater zu reparieren. Er legt seinen Koffer ab und schaut sich um, aber er ist noch nicht. Da ist Plane Eater! Schaut mal, was Plane Eater macht. Er lebt hinter ihm. Pass doch auf, Blippi! Du hast ihn schon gefunden! Er ist hinter dir, Blippi! Und Blippi bemerkt es nicht. Was macht Blippi da? Warum macht Blippi das? Er wartet doch extra auf Plane Eater, dann ist er dort und er sieht ihn nicht! Doch, er hat ihn gesehen. Er rennt weg. Ihr könnt es sehen. Blippi rennt weg. Jetzt hat er doch keine Lust mehr, der haut ja richtig ab! Er hat sogar seinen Koffer liegen lassen. Guck mal, er hat einfach seinen Koffer nicht mitgenommen. Er hat Angst bekommen, hat seinen Koffer vergessen und ist einfach abgehauen. Okay, wir haben ihn ja auch gewarnt in dem Telefon. Pass auf! Da ist Plane Eater! Oh mein Gott, nein! Habt ihr das gesehen? Plane Eater hat soeben Blippi aufgegessen und ihr habt es gesehen, Blippi war im Cockpit drin. Und wir haben doch noch Blippi gewarnt, er soll doch bitte nicht dahin gehen, wo Plane Eater ist. Wir kennen doch alle Plane Eater. Das bedeutet, wir suchen jetzt Bombardino Crocodilo, Plane Eater und Blippi. Ja, Blippi suchen wir wohl jetzt nicht mehr. Ich scheine Blippi im Magen vom Plane Eater zu sein. Du hast recht, Blippi wurde aufgegessen. Von Plane Eater? Okay, das heißt, wir müssen jetzt Plane Eater finden und müssen ihn irgendwie dazu zwingen, Blippi wieder auszuspucken. Aber wir dürfen nicht vergessen, irgendwo in der Nähe wird auch Bombardino Crocodilo sein. Das gemeine Krokodil, welches sich als Flugzeug versteckt. Da ist er! Da ist er! Bombardino Crocodilo. Oh mein Gott, siehst du das? Ich glaube, er ist auf der Suche nach Plane Eater. Ich muss euch eins sagen, Leute. Ich bin jetzt auf der Seite von Bombardino Crocodilo, weil der kann Blippi retten. Stimmt natürlich. Da ist Plane Eater. Oh nein, da ist auch noch Blippi drin. Ihr seht Blippi da drin. Ihr habt ihn gesehen. Blippi war im Cockpit. Wenn nicht, spult das Video mal zurück und haltet es an. Da war wirklich Blippi. Ganz vorne im Cockpit auf der linken Seite saß wirklich Blippi im Plane Eater drin. Hinter dem Fenster. Ihr habt ihn ganz deutlich gesehen, Leute. Das heißt, Bombardino Crocodilo muss den Kampf gegen Plane Eater gewinnen und dann können wir Blippi retten. Aber jetzt hat gerade eben Plane Eater Bombardino Crocodilo verfolgt und nicht andersrum. Das bedeutet, Plane Eater ist stärker geworden, dadurch, dass er Blippi gegessen hat. Und er war auch rot, ihr habt es gesehen, schaut euch das an. Oh mein Gott, er hat wieder richtige Kraft, er ist wieder ein richtiges Flugzeug. Er ist diesmal nicht abgestürzt, sondern nach oben gestiegen. Oh mein Gott, es hat sich umgedreht. Jetzt jagt Plane Eater Bombardino Crocodilo. Mit so einer Wendung hätte ich niemals gerechnet. Zum Glück seid ihr noch da. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Dank euch schaffen wir es, Blippi zu befreien. Das bedeutet, der Kampf fängt wieder von vorne an. Ihr müsst unbedingt dranbleiben und schauen, wer ist der Stärkere. Und ihr seht es, ich fliege wieder ganz weit hoch mit unserer Drohne, damit wir im Himmel die zwei Flugzeuge entdecken können. Das ist sehr gut. Wir können jetzt wirklich einen großen Raum der Luft und Himmel absuchen. Und wir suchen
natürlich jetzt Bombardino Krokodilo und den Flugzeugfresser Plane Eater. Weil die werden bestimmt nochmal aufeinandertreffen und dann kann es sein, alle guten Dinge sind 3, der dritte Kampf. Du siehst es aber gerade, ich schaue mich um, 360 Grad, aber da ist niemand. Doch, da fliegt jemand. Das ist Plane Eater. Das ist Plane Eater. Der greift uns an. Pass auf. Freunde, Mann, habt ihr das gesehen? Der wollte uns zum zweiten Mal angreifen. Und ich wollte mich gerade so schützen, aber zum Glück sind wir ja nicht vor Ort, sondern in Anführungszeichen nur unsere Drohne. Wenn unsere Drohne aber abstürzt, endet dieses Video. Das Video geht so lange, bis unsere Drohne abstürzt. Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig fliegen. Wir wissen, dass beide Flugzeuge genau dort in der Nähe sind. Okay, aber hier ist er nicht mehr. Da war aber gerade da. Wir haben beide und wir haben alle Plane Eater gesehen. Von da vorne hat er uns gerade im Sturzflug angegriffen und uns auf unsere Drohne drauf. Er will nämlich nicht, dass wir auch vor Ort sind. Er will nicht, dass wir dort sind. Erst hat er Blippi gegessen und jetzt will Plane Eater noch uns essen? Ja, unsere Drohne will er essen. Kevin und Flexi. Du siehst, ich flieg weiter hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, brennt wieder. Oh mein Gott, war da ein Kampf und den haben wir übersehen? Ihr seht es, Leute, Plane Eater brennt. Sein Triebwerk wurde wieder angegriffen. Eins war es auf der linken Seite. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Das bedeutet, Bombardino Krokodilo hat versucht, gerade Plane Eater in die Knie zu zwingen. Nur die Frage ist, stürzt Plane Eater jetzt wieder ab oder rettet er sich? Wir bleiben dran, wir schalten nicht ab, wir suchen weiter. Ich finde ihn aber nicht gerade. Wo ist er denn hingeflogen? Weit kann man ja so nicht fliegen. Das heißt, er muss irgendwo in der Nähe sein. Plane Eater müsste in dem Zustand jetzt eigentlich eine Notlandung auf irgendeiner Piste einlegen. Ja, da müssen wir schauen, wo es so eine Landebahn oder sowas Ähnliches gibt, wo Plane Eater landen kann und repariert werden kann. Ich weiß es, ich weiß, wo es eine gibt im Freizeitpark. Wir müssen zum Freizeitpark fliegen, da gibt es eine riesengroße Landebahn. Gibt es da wirklich eine Landebahn? Ja, Leute, wenn wir jetzt zum Freizeitpark mit euch fliegen sollen und die Landebahn anschauen, lasst ein Like da. Hey, das stimmt, der Freizeitpark ist hier in der Nähe. Wenn das Plane Eater schafft, dahin zu fliegen, kann er dort perfekt landen. Wir sind jetzt auf dem Weg mit euch zum Freizeitpark und wir sind auch gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Wir dürfen jetzt nicht die Geduld verlieren. Hoffentlich hast du recht, weil wenn Cameron recht hat, dann wird dort Plane Eater sein. Und er hat nur noch ein Triebwerk. Wenn er nur noch ein Triebwerk hat, muss er landen. Und die einzigste Landebahn, die ich jetzt kenne hier in der Nähe, ist im Aber vorsichtig! Wenn wir das wissen, dann weiß es Bombardino Krokodilo vielleicht auch, dass dort eine einzige Landebahn ist. Ist ja auch ein Flugzeug. Du hast recht, Leute, wir verschwenden keine Zeit. Wir fliegen jetzt direkt mit euch zum Freizeitpark. Oh mein Gott, das ist der, gell? Ja, das ist der Freizeitpark. Ihr könnt es sehen, überall sind Attraktionen. Und ihr seht es, er ist wirklich riesengroß. Er hat auf jeden Fall Platz für eine ganze Landebahn für ein Flugzeug. Ich suche die Landebahn noch kurz. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Freizeitpark. Der muss aber irgendwo sein. Da sind so Reifenspuren auf dem Boden. Natürlich wegen Landung und Start, ist ja klar. Da sind so Gummirabriebe auf der Fahrbahn. Aber pass auf, jederzeit kann Bombardino Krokodilo um die Ecke fliegen. Schau mal, das ist ein Flugzeughangar. Stimmt. Leute, wir schauen jetzt direkt mal unter den Flugzeughangar. Da werden die Flugzeuge doch immer startklar gemacht. Dann fahren sie raus, aber sie fahren ja dann zur Landebahn. Das heißt, sie muss irgendwo in der Nähe sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Da haben Leute irgendwelche Tische hingestellt. Warum? Weil vielleicht schon lange Zeit kein Flugzeug mehr dort war. Okay, Leute, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir fliegen den ganzen Park weiter ab. Irgendwo wird die Landebahn sein, da bin ich mir ganz sicher. Okay, hier ist ein Auto. Guck mal, das ist ein einziges Auto. Und ihr seht schon allein die Straße, wie groß die ist. Umso größer ist auch die Landebahn. Fällt euch was auf? Fällt euch auf, dass hier keine einzigen Menschen sind? Ich sehe keine einzige Person. Vielleicht haben die gerade schon Plane Eater in der Luft gesehen mit dem kaputten Triebwerk. Und deswegen ist es jetzt ein verlassener Freizeitpark. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt diese versteckte Landebahn dort finden. Leute, ihr bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann werdet ihr mit uns zusammen diese Landebahn finden. Euer Kapitän, also ich, fliegt auf dem besten Wege dahin und ihr könnt es sehen, hier ist das Auto. Auf zur Landebahn. Wo ist die? Oh mein Gott, so groß ist es. Ich glaube, die war da hinten irgendwo. Ja, da hinten. Hier. Hey, das sieht so aus. Leute, ihr seht es, Mann. Warte, ich fliege weiter. Ich muss näher ranfliegen. Ihr könnt es erkennen. Da ist die Landebahn. Und seht ihr das, wie versteckt die ist? Die ist zwischen den Häusern versteckt und ihr seht hier auf dem Boden die Gummispuren, die Bremsspuren. Wahnsinn! Genau dort kann man starten und landen und das macht Plane Eater. Okay, und hier ist noch eine Startrampe. Rampe nach oben in die Luft. Ihr seht die Startrampe, wir sind richtig, Mann. Und du weißt ja, Plane Eater kann ja auch laufen auf der Straße. Aber Plane Eater ist noch nicht da, das bedeutet, Plane Eater ist noch bei uns in der Luft. Ja, aber seht ihr das ganz genau? Das sind doch richtige Absprünge. Das weiß. sind doch Spuren überall. Aber wo ist Plane Eater? Plane Eater hat ja nur noch ein Triebwerk, weil Bombardino Krokodilo das gegessen hat. Ihr seht hier genau die zwei schwarzen Kreise auf der Landebahn. Die müssen doch irgendwas bedeuten. Okay, und hier sind blaue Bänke und rote Bänke. Keine rote Bank, sonst nur blaue Bänke. Okay, Leute, Mann, ich glaube, irgendwo muss hier Bombardino sein. Ja, aber wo? Oder Plane Eater. Plane Eater muss dort landen. Er hat ein kaputtes Triebwerk.
Und schaut euch mal das an. Was ist das? Ist das auch eine Rampe? Was? Aber eine ganz kleine Rampe. Ihr seht es, da vorne oben am Bild ist eine Rampe über uns. Wir haben ja vorhin die andere gesehen, die war 3-mal 10-mal so groß. Da startet Planet Tamer. Er läuft an, er fliegt und hopp in die Luft. Ich flieg mal näher. Leute, ich flieg mal näher. Da muss irgendwas ist hier faul. Ihr seht es. Was macht der denn da? Häusern durchsichtig. Wir kriegen einen Anruf. Der Tung 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 Sahur ruft uns an. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir heben sofort ab. Hallo Tung 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 Sahur. Trippitroppi ist wieder da. Ja, ich weiß. Ihr habt gehofft, er sei weg, dass er sich verzogen hat nach dem Desaster in Sektor 7. Aber nein, er ist zurück. Und diesmal spielt er nicht mehr mit Luftballons. Diesmal will er Schaden anrichten. Deshalb machen wir es anders. Diesmal suchen wir ihn. Gründlich. Mit der Drohne. Ihr beide übernehmt die VX-1-9. Wir sollen Trippitroppi für dich finden und suchen? Aber warum? Kein Smalltalk, kein Blödsinn, kein Zögern. Wenn ihr ihn seht, markiert die Koordinaten. Mehr nicht. Keine Heldentaten. Wir holen ihn uns mit System. Er hat etwas mitgenommen, etwas, das nicht ihm gehört, etwas, das uns fehlt. Und ich will nicht, dass er damit verschwindet. Ihr startet in 3 Minuten. Alles ist vorbereitet. Also los! Findet Trippitroppi und bringt mir ein Ziel. Er hat aufgelegt. Habt ihr das gehört? Trippitroppi muss gefunden werden. Und deshalb sind wir ja mit der Drohne in der Luft. Unsere Drohne fliegt doch. Das bedeutet, wir fliegen mit euch da draußen weiter und suchen jetzt Trippitroppi. Aber danke an Tung 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 Sahur. Ihr habt ihn gehört. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Ihr habt Tung 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 Sahur gerade gehört. Er hat gesagt, Trippitroppi befindet sich hier in der Nähe. Deswegen hat er uns ja angerufen. Wir suchen jetzt das ganze Gelände ab nach Trippitroppi, ein laufender Fisch. Aber wenn er überhaupt auch noch da ist, dann sind ja wirklich alle dort. Schau dir das mal an, da sind welche Wasserbehälter, blaue Wasserbehälter. Ist doch perfekt für Trippitroppi. Warum? Sein Kopf ist wie ein Fisch. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ihr müsst das Video jetzt bis zum Ende schauen. Wir haben schon so viele Charakter gefunden. Und am besten lasst ihr jetzt alle mal ein Like da. Und abonniert unseren Kanal, abonniert es komplett. Ah! Da ist Trippitroppi. Er hatte recht. Der Fisch mit der riesen Bauch, was macht der? Ich habe keine Ahnung, schaut mal, was passiert. Ihr seht es, habt ihr gesehen, Leute, wie krass Trippitroppi ist, was der alles angestellt hat? Deshalb hat Tung 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 Sahur uns angerufen, weil Trippitroppi auch in der Nähe ist und er war wirklich da. Ich freue mich so, Leute, das bedeutet, wir fliegen jetzt weiter, wir suchen noch weitere Leute, vielleicht finden wir noch irgendwann Bombardino Krokodilo. Wie kannst du dich denn freuen? Du hast doch gesehen, was gerade passiert ist mit Trippitroppi. Schau dir das mal an. Hier haben die ihre Chemikalien, wo sie die Monster kreieren. Ihr seht diese Röhren oder diese Eimer. Ist alles voller Wasser, nur für Trippitroppi und für die anderen. Und schau mal hier sind 2 Stühle für die Erfinder. Und die sitzen nicht mal dort, aber wo sind sie? Die waren in diesen Hütte drin und haben gerade an dem Tisch irgendwas gemacht. Du meinst in diesen weißen Häusern, die durchsichtig sind. Und hier ist ihr weißes Auto, Leute, Mann. Wir sind auf der richtigen Spur. Ihr dürft nicht abschalten. Wieso sind wir überhaupt mit der Drohne dahin geflogen? Wow. Schaut mal, was passiert mit der Straße? Warum wird die bunt? Ihr seht es, die ist komplett bunt, die Straße. Wieso wird die auf einmal komplett bunt? Oh, guck mal, wie ein Regenbogen. Sie ist komplett lang. Guck mal, von links bis nach rechts. Guck mal, wie weit die ist. Sie leuchtet richtig. Was ist, wenn die uns abschrecken wollen? Die wollen, dass wir abhauen. Oder wir sollen extra dahin fliegen. Leute. Weil die Straße bunt ist, fliegen mit der Drohne für euch dahin. Wir dürfen da auf gar keinen Fall lang fliegen. Ihr seht es ja, eine bunte Straße ist was Gefährliches. Oh mein Gott, eine bunte Straße, die habe ich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal eine bunte Straße gesehen? Ich sehe hier auf jeden Fall ein weiteres Häuschen, in dem vielleicht irgendwelche Monster kreiert werden. Vielleicht Cappuccino Assassino. Das sieht doch genauso aus wie das Häuschen davor, wo wir gesehen haben. Es ist weiß und durchsichtig. Was ist, wenn hier Ballerina Cappuccina drin ist? Ich hoff's nicht. Bitte nicht noch jemanden davon. Das bedeutet, Leute, diese ganzen Italian Brainrot Monster haben uns verscheuchen wollen. Die wollen, dass wir abhauen mit der Drohne. Oder was ist, wenn Tralalero Tralala reinkommt? Nein! Himmel! Oh mein Gott, der Baum! Schaut mal, was Patapim ansteht. Was hat er gemacht? Er hat es richtig kaputt gemacht, die Sache. Wieso hat er das gemacht? Sag mir, wieso? Nicht, dass er unsere Drohne angreifen will. Vielleicht will er uns ja kaputt machen. Wir dürfen auf keinen Fall zu nah ranfliegen mit der Drohne, sonst ist diese Drohne auch wieder kaputt. Und Patapim ist ja ein Baum und jeder Baum kann zu Patapim werden. Ja eben, genau deshalb. Oh Leute, das Video ist viel zu spannend. Ich bin so aufgeregt. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Wir fliegen jetzt hier in den nächsten Garten. Wir finden heute echt jeden. Pataping, Tung 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 Sahur, Tralalero Tralala. Guck mal, hier ist eine Rutsche, die sieht aus wie ein Elefant.
Oh mein Gott, du hast recht, bitte nicht der Elefant, der sieht aus wie ein Kaktus. Aber es war nicht Trippitroppi, Lari, Liri, Lirulu. Oh mein Gott, Trippitroppi sah so gefährlich aus. Der Fisch mit dem dicken Bauch. Ja, ich weiß gar nicht, warum man irgendeinen Fisch als Kopf haben kann. Das kann gar nicht funktionieren. Und vor allem das Krasse ist, der kann ohne Wasser überleben. Ein Fisch ohne Wasser geht eigentlich nicht. Eben, der läuft einfach rum. Ihr habt gesehen. Das ist Tung Sahur. Der hat uns angerufen. Was macht der? Wohin geht der? Was will er denn? Ihr seht, was er macht, Leute. Nein, das kann doch nicht sein. Klingelt an der Tür, Mann. Wir müssen unbedingt aufmachen. Nein, das muss Tung Sahur sein. Nein, was ist, wenn es jemand anderes ist? Wir haben doch gerade auf der Drohne Tung Sahur gesehen. Wir haben aber auch Trippitroppi gesehen und Brr Patapim. Aber als letztes Tung Sahur, er klingelt an der Türe. Und ihr hört, wie oft die Person an der Tür klingelt. Sollten wir vielleicht aufmachen? Wir müssen aufmachen. Okay, wir machen für euch da draußen auf, aber schaut das Video bis zum Ende. Ich habe ein bisschen Angst, die Tür aufzumachen. Aber wir machen natürlich trotzdem auf. Okay. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan Es war wirklich Tung Sahur? Aber warum ist er denn zu uns nach Hause gekommen? Er hat nur Tung Sahur gesagt und sonst nichts. Deshalb ist er extra zu uns gekommen? Wir fliegen mit der Drohne jetzt weiter. Wir müssen. Was hat denn jetzt Tung Sahur hier einfach vor unserer Haustür gemacht? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber auf einmal war er bei uns zu Hause. Und hat nicht mal was gesagt, außer Tung Sahur. Ich fliege weiter. Hier ist ein Baum mitten auf dem Feld. Vielleicht wollte er uns warnen, dass wir nicht mehr weiterfliegen sollen mit der Drohne. Ey, was ist, wenn dieser Baum sich wieder zu Brr Patapim verwandelt? Genau deshalb war Tung Sahur bei uns zu Hause. Es ist Liri, Larina. Und schau mal, was der Elefant alles so machen kann. Es ist verrückt, es kann nicht so weitergehen. Leute, wir müssen dem auf jeden Fall folgen, aber wo ist der hin? Wir dürfen nicht mehr weiterfliegen. Liri, Larila ist einfach abgehauen. Natürlich, nach dem, was er gemacht hat, würde ich auch abhauen. Wie heftig ist es? Erst sehen wir Trippitroppi, dann Tung Sahur und jetzt noch Liri, Larila. Wer, was passiert denn noch alles? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Wir müssen weiterfliegen, vielleicht passiert noch viel mehr. Ich hab's dir gesagt, Tung Sahur wollte uns, als er geklingelt hat, warnen. Okay, Leute, Mann, wir fliegen weiter. Hier hinten ist noch eine Hütte. Was ist, wenn in dieser nächsten Hütte wieder irgendeiner geboren wird? Er sagte doch, wir dürfen nicht weiterfliegen. Okay, warte, ich fliege nicht weiter. Ich fliege echt nicht weiter. Bitte nicht. Wir fliegen zurück, Leute. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, da weiter zu fliegen. Weil sonst passiert irgendwas mit unserer Drohne und dann ist die Drohne kaputt und wir können sie irgendwo aufsammeln. Schaut euch mal an, was hier abgeht. Könnt ihr das erkennen? Da sind irgendwelche weißen Bahnen. Seht ihr, das sieht richtig komisch aus. Immer alles ist grün und voller Wiese. Und was ist das? Das ist die Start- und Landebahn von Bombardino Crocodilo. Denkst du wirklich? Ich glaube ja. Sind wir die Ersten, die die Landebahn gefunden haben? Ey, wir fliegen jetzt sofort weg. Stellt euch vor, jetzt kommt Bombardino Crocodilo und landet hier. Dann macht er unsere Drohne kaputt. Na eben deshalb nicht. Es reicht, wenn die Brille kaputt geht. Aber unsere Drohne muss überleben. Wir fliegen weiter. Ich will unbedingt noch einmal Trippitroppi für euch da draußen sehen. Okay, dann fliegen wir jetzt doch weiter. Nur für euch. Ihr lasst alle mal ein Like da und abonniert diesen Kanal Cayman und Flex. Da ist Trippitroppi. Was macht der da auf dem Feld? Ich weiß es nicht, Leute. Wir bleiben dran. Wir folgen den jetzt. Hinterher! Leute, hinterher! Wie ist das? Wir haben hier den echten Trippitroppi bei uns auf der Drohne. Aber du hast seinen Kopf gesehen, immer noch. Sieht aus wie ein Fisch. Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er hin? Der ist einfach abgehauen. Warte, ich sag dir was. Wir fliegen einfach den Weg entlang. Da muss er irgendwo sein. Du hast recht, wir fliegen echt den Weg Da entlang. ist jemand. Auf dem Fahrrad. Das ist aber nicht Trippitroppi. Ey Leute, dem folgen wir. Wir folgen dem Person auf dem Fahrrad. Aber seht ihr das, wie schnell das Fahrrad fährt? Guck mal, der versteckt sich. Oh mein Gott, weißt du was? Du fliegst es hinterher. Ich fliege auf jeden Fall hinterher. Ich habe noch nie so ein schnelles Fahrrad gesehen. Wow, was macht der jetzt? Pass auf, links, rechts. Der bremst. Wohin will der? Hä? Doch nicht, doch nicht. Leute, doch links. Ihr könnt sehen, was der anhat. Der hat irgendeine Jacke über seinem Kopf. Der will nicht erkannt werden. Leute, der hat irgendwas zu verbergen und den verfolgen wir jetzt mit der Drohne. Egal wie schnell dieses Fahrrad fährt, unsere Drohne fliegt viel schneller. Und ist natürlich auch in der Luft hinterher. Okay, aber Alter, Leute, schaut euch das an. Ich bin ein bisschen Fährt echt schnell mit dem Fahrrad. Okay. Pass auf, was passiert hier? Jetzt kommt eine Abzweigung. Geht der links oder rechts lang? Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Links. Wow. Rechts. Habt ihr gesehen, was der gemacht Macht der hat? links oder rechts jetzt? Der fährt rechts. Rechts, dann rechts rum. Wir fliegen rechts Wow, rum. der ist hingefallen. Der ist hingefallen vom Fahrrad. Ich glaube, der ist hingefallen, weil wir ihn verfolgt haben. Nee, das kann er doch gar nicht wissen. Er hat ja keine Augen im Hinterkopf. Du hast recht, der weiß gar nicht, dass wir ihn verfolgen. Da müsste man sich umdrehen. Hat er sich jemals umgedreht? Nein, hat er nicht. Was ist, wenn der Arme abhaut vor Trippitroppi? Das ist der Professor. Das bedeutet, Trippitroppi ist hier in der Nähe. Und natürlich, er wird verfolgt, nicht von der Drohne, nicht von uns,
sondern von Trippitroppi, den haben wir doch gerade gesehen. Ich drück dem armen Jungen auf den Fahrrad beide Daumen. Oh mein Gott, nicht der Elefant schon wieder. Und er ist richtig wütend. Natürlich wegen dem Fahrradfahrer. Leute, ihr seht es, Mann, er ist einfach weg. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin, Leute? Wo ist Liri La hin? Er ist bestimmt irgendwo auf die Wiese gegangen. Ich flieg da aber nicht hin, da sind überall Bäume, das könnten Patapim sein. Wir müssen doch das ganze Gebiet trotzdem absuchen mit der Drohne. Okay, ich flieg weiter. Zum Glück haben wir euch. Zum Glück habt ihr noch nicht abgeschaltet. Wir fliegen weiter und suchen weitere Monster. Leute, ihr müsst das Video unbedingt bis zum Ende anschauen und ein Like da lassen. Schau dir das mal an, das könnten überall Patapim aus jedem Baum kommen. Aber das Krasse ist, wir haben echt alle gefunden dort. Genau jemand, der da ist. Schau dir das Auto an, das Auto fährt auch weg. Das Auto hat auch Angst. Das ist das einzigste Auto, was überhaupt auf der ganzen Straße ist. Oh mein Gott, und hier sind überall parkende Autos, die alle verstecken. Nein, Trippitroppi! Und er läuft auf der Straße, ihr könnt es sehen, er läuft. Er zerstört die ganze Straße. Was ist denn mit Trippitroppi falsch? Das ist doch nur ein Fisch. Ich glaube, die Leute reagieren richtig verrückt langsam. Hey, ich habe irgendwie ein bisschen Angst und da hinten ist ein kaputtes Gebäude. Guckt euch das kaputte Gebäude mal an. Dann fliegen wir jetzt direkt zu diesem Gebäude, was kaputt ist, weil da kam hundertprozentig Trippitroppi her. Was ist, wenn dieses Gebäude diese Hauptquartier von dem ist? Oh mein Gott, ich glaube, da kommen alle Kreaturen raus. Ihr könnt es sehen, guckt mal Leute, da sind 1000 Eingänge und 1000 kaputte Fenster. Das ganze Haus ist kaputt. Und das war bestimmt Tung Sahur, Patapim, Trippitroppi und Larili. Bombardino Krokodilo hat es von der Luft komplett